Hallo liebe Freunde der elektronischen Tanzmusik. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Random EDM Facts. Nachdem es in der letzten Ausgabe ja sehr ernste Themen gab, gibt es dieses Mal leichtere Kost. Ich stelle euch 3 bekannte EDM-Hits und ihre Entstehungsgeschichte vor. Welcome to Saint-Tropez, Call on Me und Scream and Shout. Nachdem es zu jedem der Songs viel zu erzählen gibt, lasst uns keine weitere Zeit mehr verlieren. Los geht's! Song Nummer 1. Welcome to Saint-Tropez. Denkt mal an 2011 zurück. Welche Songs habt ihr damals im Sommer besonders oft gehört? Einer dieser Songs war sicherlich Welcome to Saint-Tropez von DJ Antoine, Timothy und Kalena. Moment, ich muss mich noch passend zur Thematik kleiden. Hört ihr meine Kette? Hört ihr meine Kette? Kurze Sidequest, warum ich diese Kette habe. Vor fast 10 Jahren habe ich ein Praktikum in einem Radiosender gemacht. Am letzten Tag meines Praktikums war DJ Antoine bei einem anderen Radiosender im Haus zum Interview. Eine Kollegin hat mir deshalb ein Autogramm von DJ Antoine organisiert und ich habe noch diese Kette als Geschenk bekommen. Bei DJ Antoine habe ich mich auch noch persönlich dafür bedankt. Nur leider habe ich damals keine Fotos davon gemacht. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, Welcome to Saint-Tropez. Wusstet ihr eigentlich, dass der Song ursprünglich auf Russisch war und komplett anders klang? Das Original stammt nämlich von Timothy aus dem Jahr 2009. Der Song war damals durchaus erfolgreich. DJ Antoine wurde auf den Song aufmerksam und fragte Timothy, ob dieser ein englisches A Cappella zu Welcome to Saint-Tropez aufnehmen könnte. Die Hook wurde von Kalena Harper gesungen, die man als Teil von Diddy Dirty Money kennt. Der Remix wurde dann von DJ Antoine und seinem langjährigen Studiopartner Matt Mark produziert. Auf dem Album Wow von DJ Antoine, das am 5. November 2010 erschienen ist, wurde dann Welcome to Saint-Tropez im DJ Antoine vs. Matt Mark Remix veröffentlicht. Musikalisch unterscheidet sich dieser Remix kaum von der späteren Single. Allerdings hat der Remix mit einer Länge von 4 Minuten 35 eine eigenständige Laufzeit. Der Grund: dieser Remix war noch einen Tick schneller als das spätere Release. Außerdem ist diese Version noch klar als Remix deklariert. Nachdem der Remix mit der Zeit immer größere Bekanntheit erlangte, wurde das deutsche Label Contour Records darauf aufmerksam und veröffentlichte ihn als Single. DJ Antoine wurde dafür auch als Artist gelistet, aber der Song wird trotzdem noch als Remix gelabelt. Das macht zwar eigentlich keinen Sinn, aber na gut. Ich werde den Remix im Verlauf des Videos aber als Song bezeichnen, weil er ja als Single veröffentlicht wurde. Das macht alles einfacher. Das Musikvideo dazu ist übrigens auch ein Remix. Das besteht größtenteils aus Aufnahmen des Originalmusikvideos von 2009 und DJ Antoine wurde einfach ein paar Mal dazwischen geschnitten. Was man bei dem Song auf jeden Fall erwähnen muss, er ist sehr simpel. Ob das etwas Gutes oder Schlechtes ist, das hängt vom persönlichen Geschmack ab. Alleine der Lead-Sound, also L-E-A-D geschrieben, ist extrem simpel. Hier mal ein kleines Tutorial. Nachdem 2010 noch Ableton Live 8 aktuell war, erstmal den richtigen Skin einstellen. Dann laden wir ein leeres Preset. Und wir sind fertig. Also ja, der Lead-Sound in Welcome to Saint-Tropez ist einfach eine simple Saw-Wave ohne viel Bearbeitung. Dass der Lead-Sound so simpel ist, hatte allerdings den Nachteil, dass er in zig weiteren Songs zu hören war. Dem Erfolg von Welcome to Saint-Tropez hat das aber kein bisschen geschadet. Der Song bzw. Remix schaffte es in einigen Ländern in die Top 10 der Charts und bekam auch viele Auszeichnungen für seine Verkäufe. DJ Antoine wurde dadurch auch außerhalb der Schweiz bekannt.
Nach dem großen Erfolg blieb DJ Antoine bei dem Label Konter Records und veröffentlichte am 27. Mai 2011 über das Label sein Album Welcome to DJ Antoine. DJ Antoine ist mit seinem Buddy Mad Mark bis heute aktiv. Vor allem in der Dachregion, also Deutschland, Österreich und der Schweiz, ist DJ Antoine immer noch bekannt und erfolgreich. Wie hat sich für Timothy alles nach dem Erfolg von Welcome to Saint-Tropez entwickelt? Für ihn hat sich durch den Song ein neuer Markt erschlossen. Es folgten auch noch weitere Zusammenarbeiten mit DJ Antoine. 2012 wurde sein Album Swag im deutschsprachigen Raum über Konter Records veröffentlicht. Viele der Songs haben auch Features mit bekannten amerikanischen Rappern. Außerdem sind auch noch viele Remixe von Artists, die damals bei Konter Records waren, auf dem Album zu finden. Timothy war also nun auch international bekannt und durchaus beliebt. Das sollte sich aber schnell ändern. Dass Timothy ein guter Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin ist, war schon vor dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine bekannt. In Songs wurde Putin von Timothy immer wieder gefeiert und 2015 in einem Song sogar als sein bester Freund bezeichnet. Der Song ist nicht irgendwie ironisch gemeint, sondern ein klares politisches Statement. Die ganze Situation gipfelte 2019 in einem Song, der eine einzige Lobeshymne auf die Stadt Moskau war. Den Song mit dem Namen Moskwa kann ich euch allerdings nicht vorspielen, weil er auf YouTube am 10. September 2019 gelöscht wurde. Kleine Anmerkung aus dem Schnitt. Ich habe gerade herausgefunden, wenn man den Songnamen auf Kyrillisch eingibt, dann findet man noch ein paar Re-Uploads von dem Video. Also wenn ihr unbedingt mal reinhören wollt, so findet ihr das Video. Online ging er nur wenige Tage davor, am 7. September, als Regionalwahlen in Moskau stattfanden. Welch ungewöhnlicher Zufall! In dem Track befürwortet Timothy die Politik der Regierung und feiert die Entwicklung der Hauptstadt Russlands. Die Kritik an antidemokratischen Verhältnissen verneint er und rappt darüber, dass er nicht auf Demos geht. Gleichzeitig lobt er Moskau, weil es dort, Zitat, keine Schwulenparaden gibt. Und der Moskauer Bürgermeister wird auch noch gegrüßt. Also als neutral kann man diesen Songtext nicht bezeichnen. Die Reaktionen auf den Song waren sehr negativ. Der Song hatte schnell über 1,4 Millionen Dislikes und war damit eines der Videos mit den meisten Dislikes auf YouTube. Auch nachdem Russland die Ukraine überfallen hat, sorgte Timothy in der internationalen Presse für Schlagzeilen. Er übernahm zudem die Filialen von Starbucks und Domino's Pizza in Russland, nachdem sich diese Unternehmen von dort zurückgezogen hatten. Dass wir in Zukunft neue Musik gemeinsam von Timothy und DJ Antoine hören werden, ist aufgrund der Äußerungen und Taten von Timothy extrem unwahrscheinlich. Song Nummer 2. Dieser Song dürfte die wohl verrückteste Entstehungsgeschichte in diesem Video haben. Es geht um Daft Punk, aber irgendwie auch nicht. Um eine Kopie der Kopie der Kopie. Um ein heißes Musikvideo. Und um einen DJ, dem der Song zu einer Weltkarriere verholfen hat, er ihn aber jahrelang nicht mehr live gespielt hat. Call on Me von Eric Prydz. Doch bevor diese weltbekannte Version erschienen ist, gab es noch einige Vorläufer davon. Als erstes gehen wir dafür zurück ins Jahr 1982. In diesem Jahr ist der Song Valerie von Steve Winwood erschienen. Es ist mehr als deutlich, dass daraus später Call on Me geworden ist. Doch wer hat eigentlich als erstes den Song Valerie gesampelt? Ab Mitte der 90er Jahre gab es in und aus Frankreich ein neues Trendgenre, French House. Bei diesem Genre werden Ausschnitte aus bestehenden Songs ausgeschnitten, geloopt und über einen Housebeat gelegt. Mal so ganz grob zusammengefasst. Ende der 90er, Anfang der 2000er hatte dieses Genre seinen Höhepunkt. Bekannte DJs und Produzenten des Genres waren damals unter anderem Stéphane Cam, auch bekannt als DJ Falcon, und Thomas Bangalter, bekannt als einer der beiden Jungs von Daft Punk. Zusammen waren DJ Falcon und Thomas Bangalter unter dem Namen Together aktiv. In einem Live-Set im Jahre 2002 spielten die beiden einen Live-Bootleg von Valerie.
Kurzer Einschub. Was ist eigentlich ein Bootleg? Ein Bootleg ist ein inoffizieller Remix von einem Song. Der Produzent des Bootlegs hat also keine Rechte an seiner Version und wurde dafür auch nicht offiziell vom Originalkünstler angefragt. Genau genommen sind Bootlegs eigentlich ein Verstoß gegen das Urheberrecht, aber für die elektronische Musik und vor allem für die Clubkultur seit jeher ein wichtiger Bestandteil. Viele Songs waren ursprünglich ein Bootleg, gingen dann in den Clubs richtig steil und wurden schließlich als offizielles Release über ein großes Label veröffentlicht. Ein Remix ist im Gegensatz zu Bootlegs eine offizielle Angelegenheit. Hier wird der Produzent von einem anderen Musiker angefragt, bekommt einzelne Spuren und Elemente aus einem bestehenden Song und fertigt daraus dann einen Remix an. Dennoch werden Bootlegs häufig als Remixe bezeichnet, obwohl sie nicht offiziell entstanden sind. Dieser Bootleg von Valerie von DJ Falcon und Thomas Bangalter kam damals extrem gut an. Viele DJs hatten sich den Bootleg auf Vinyl oder sogar als ein offizielles Release gewünscht. Doch diese Version wurde nie veröffentlicht. Das Label Ministry of Sound hätte den Bootleg sogar sehr gerne als offizielles Release veröffentlicht und hatte sich dafür auch um die Rechte an dem Sample gekümmert. Allerdings lehnten DJ Falcon und Thomas Bangalter ein offizielles Release ab. Andere DJs wollten den Bootleg aber dennoch sehr gerne spielen. Deshalb haben einige Produzenten einfach den Ausschnitt aus dem Live-Set von 2002 nachgebaut. Viele davon wurden als White Label auf Vinyl veröffentlicht, sogar mit den Namen von DJ Falcon und Thomas Bangalter darauf. Andere Producer haben die ursprüngliche Version auch nachgebaut und diese dann unter ihrem eigenen Namen veröffentlicht. 2003 erschien eine Version von der Gruppe Retarded Funk mit dem Namen Call on Me. Diese klingt schon sehr ähnlich wie die spätere Version. Ein Jahr später gab es eine weitere Version von Red Cult. Hinter Red Cult stecken Duncan Clausen und Paul Clancy. Die beiden hatten sich unter dem Pseudonym Space Dust bereits einen Namen gemacht. Als Space Dust haben sie nämlich dreist damals aktuelle Songs und Remixe nachgebaut und unter ihrem eigenen Namen released. 2004 ist von Space Dust alias Red Cult eine weitere Version des bekannten Together Bootlegs erschienen. Auch Eric Prydz hatte den Hype um den Valerie Bootleg mitbekommen. Er hatte sich dafür mit Retarded Funk zusammengetan und ihre Version weiter ausgebaut. Dafür hat Eric Prydz auch Steve Winwood angefragt, ob er die gesampelte Stelle aus Valerie neu einsingen kann. Das hat dieser auch gemacht, weil ihm die neue Version seines Songs sehr gefallen hat. Am 13. September 2004 war es endlich soweit. Call on Me wurde offiziell über das Label Ministry of Sound veröffentlicht. Doch hier hört das ganze Chaos nicht auf. Der eigentliche Hitmix ist der Eric Prydz vs. Retarded Funk Mix. Die kurze Version heißt einfach Radio Edit. Das ist aber der gleiche Mix, nur eben fürs Radio viel kürzer. Warum aber dann nicht Retarded Funk auch als Artists auf dem Release oder in den Credits stehen, kann ich euch leider nicht erklären. Es gibt sogar einen Mix von Red Cult auf dem Release. Zu dem Release von Call on Me gab es auch noch das bekannte sexy Musikvideo. Aufgrund seines Vertrages mit Ministry of Sound konnte Eric Prydz nichts dagegen machen. Er spielte Call on Me nicht mehr live, wofür er teilweise ausgebuht und sogar mit Gläsern beworfen wurde. Seitdem hat er seinen größten Hit nicht mehr live gespielt. Bis ins Jahr 2025. Anfang des Jahres spielte Eric Prydz Call on Me zum ersten Mal seit Jahren wieder live. Dafür spielte er erst Valerie und mixte dann seine Version rein. Alles in allem kann man sagen, dass die Credits an Call on Me eigentlich DJ Falcon und Thomas Bangalter zustehen. Schließlich hatten sie die ursprüngliche Idee, die dann von Version zu Version weiter verfeinert wurde. DJ Falcon wurde mal in einem Interview gefragt, ob er es bereut, ihre Version damals nicht released zu haben. Good for him if he had some success but like I said, I'm more cool with that. And I have really no problem.
Welche Version von Call on Me gefällt euch am besten? Lasst mich das in den Kommentaren wissen. Song Nummer 3. Ach ja, will.i.am. Er war ja mit seinem Album #Willpower schon in meinem allerersten Random EDM Facts Video ein Thema. Meine Aufklärung darüber, dass er sich für die Songs auf seinem Album #Willpower extrem von anderen Songs inspirieren ließ, kam bei den will.i.am-Fans nicht ganz so gut an. Aber zum Glück ist der bekannteste Song von diesem Album keine Kopie und eine kreative Eigenproduktion. Oder? Scream & Shout wurde am 19. November 2012 veröffentlicht. Darauf wird auch Britney Spears gefeatured. Wenn man Scream & Shout mit den anderen Songs auf dem Album vergleicht, ist dieser Song sehr gut produziert. Das liegt daran, dass Lazy J maßgeblich für die Produktion verantwortlich war. Lazy J ist ein Produzentenduo bestehend aus den Brüdern Jeff Martins und Toon Martins. Allerdings wird meistens nur Jeff Martins in den Credits genannt. Jeff Martins hat unter verschiedenen Künstlernamen einige bekanntere EDM-Songs produziert. Als Teil von Felix Project hat er den Song Lonely komponiert und produziert. Der Gesang daraus wurde dann kurze Zeit später von Scooter in I'm Lonely offiziell gecovert. Unter dem Künstlernamen Basto hat Jeff Martins 2012 mit Again and Again einen noch größeren Hit gelandet. Ja, der Song erinnert schon extrem stark an Avicii. Kommen wir wieder zu Scream & Shout. Was genau hat Jeff Martins zu diesem Song beigetragen? Also im Prinzip bis auf einen Teil der Komposition eigentlich alles. Denn wie man es von will.i.am und seinem Album #Willpower erwartet, ist auch dieser Song eine Kopie. Allerdings ist das hier etwas komplizierter. Hören wir mal in den Song I Don't Give a Fuck von der britischen Sängerin Tulisa, die auch Teil der Gruppe N-Dubz ist. Leider gibt es von diesem Song nur Live-Mitschnitte. Dieser Song sollte auf ihrem Album The Female Boss erscheinen und als dritte Single ausgekoppelt werden. Geschrieben wurde das Lied von Jean-Baptiste und Tulisa, produziert von Lazy J aka Jeff Martins. Wenn man sich Passagen des Textes anschaut, wird schnell deutlich, ja, das ist eindeutig die originale Version von Scream & Shout. Nachdem will.i.am bei Lazy J wegen dem Instrumental angefragt hatte, entschieden sich die beiden Brüder dafür, den Song will.i.am statt Tulisa zu geben. Einerseits war dadurch eine größere Reichweite und auch mehr Erfolg garantiert. Zum anderen wäre es auch echt ungünstig gewesen, wenn zwei Songs mit dem gleichen Instrumental zur selben Zeit in den Charts gewesen wären. An sich sind das sehr logische Argumente. Allerdings sollte man das weitere Vorgehen mit allen Beteiligten abklären und sich auch darum kümmern, dass rechtlich und vertraglich alles geregelt ist. Schaut man sich die Credits von Scream & Shout an, sind dort alle Artists der ursprünglichen Version genannt. Allerdings fehlt Tula Kontostavlos alias Tulisa. Dass will.i.am und sein Team es einfach nicht hinbekommen, die richtigen Komponisten von den Songs, die er klaut, von denen er sich inspirieren lässt, anzugeben, ist echt ein Armutszeugnis. Deshalb hat Tulisa Klage gegen will.i.am erhoben. He should have just put my name down on, all the publishing to make sure that I was going to get paid either way, rather than going the long-winded way around it, like of course I'm going to sue you. Das Verfahren hat sich dann bis April 2018 gezogen. Seitdem wird Tulisa in den Credits genannt und bekommt 10% der Einnahmen von Scream & Shout. Auf Spotify steht sie trotzdem nicht in den Credits. Dass das Verfahren so lange gedauert hat, ist schon überraschend, wenn man bedenkt, dass einerseits ein großer Teil des Textes von Tulisa übernommen wurde und sogar der Gesang von Tulisa in Scream & Shout zu hören ist. I'm like, is that my voice on the record that she's singing over? Wobei, hört man eigentlich nicht nur ihre Stimme in Scream & Shout? Wenn man genau darauf achtet, klingt Britney Spears in diesem Song nicht so, wie sie sonst klingt. Im Internet liest man immer wieder, dass das an ihrem starken britischen Akzent liegt.
Woher kommt nochmal die Sängerin der originalen Version von Scream and Shout? Tulisa kommt aus London. Vergleichen wir jetzt mal die beiden Versionen von Scream and Shout. Achtet dabei auf den Gesang. When we up in the club, all eyes on us, all eyes on us, all eyes on us. Das klingt schon verdammt ähnlich. Deshalb gibt es die Theorie, Scream and Shout wurde nicht von Britney Spears gesungen. Das einzige, was definitiv von ihr stammt, ist die Aussage Britney Bitch, die aus ihrem Song Gimme More von 2007 gesampelt wurde. Britney bitch, it's Britney bitch. Also selbst das ist nichts, was extra für Scream and Shout aufgenommen wurde. Ob für den Song wirklich etwas von Britney Spears eingesungen wurde, darf zumindest mal bezweifelt werden. You can hear it. My vocals are on the record, so she's singing on top of me. That's why she's got the British accent. Dem Erfolg von Scream and Shout hat das aber nicht geschadet. Wie bei vielen anderen Songs auf dem Album #Willpower ist also auch Scream and Shout ein dreister Diebstahl von will.i.am gewesen, der erst im Nachhinein zurechtgerückt wurde. Zur Vollständigkeit muss ich auch noch den Song Bang Bang von dem Album erwähnen. Dieser Song war eine Kopie von dem EDM-Hit Epic, welcher von Martin Vorwerk komponiert wurde. Auch hier wurde Martin Vorwerk erst später in den Credits ergänzt und bekommt deshalb auch Einnahmen von Bang Bang. Damit sollte ich endlich mit dem Album #Willpower durch sein. Das war die 5. Folge von Random EDM Facts. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt etwas dabei gelernt. Falls ja, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und wenn ihr die nächste Ausgabe von Random EDM Facts nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. Ach ja, es gibt jetzt die Hype-Funktion bei YouTube. Für meinen Kanal ist sie auch verfügbar. Deshalb würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr das Video hypt. In diesem Sinne, macht's es gut und bis zum nächsten Video. Servus!